Hallo, guten Morgen. Du bist auch heute früh hier? Ich möchte heute ein leichtes Training machen. Ich fühle mich etwas müde. Guten Morgen. Ja, ich bin fast jeden Tag hier. Ich mache zuerst ein kurzes Warm-up. Danach trainiere ich etwas Kraft. Das hilft mir immer sehr. Das klingt gut. Ich möchte heute ein paar neue Übungen ausprobieren. Ich war lange nicht im Fitnessstudio. Ich hoffe, ich finde mich noch gut zurecht. Kein Problem. Die Geräte sind einfach zu benutzen. Ich kann dir ein paar zeigen. Es ist besser, langsam zu starten. So verletzt man sich nicht. Danke, das wäre nett. Ich möchte zuerst ein paar Minuten laufen. Dann mache ich vielleicht Geräte für die Beine und den Rücken. Das ist eine gute Kombination. Viele Anfänger trainieren nur die Arme, aber der ganze Körper ist wichtig. Ich mache heute vor allem Beine und Po. Ja, das sehe ich oft. Manche Leute trainieren sehr einseitig. Ich versuche, das zu vermeiden. Ich möchte gesund und stark bleiben. Das ist ein gutes Ziel. Ich trainiere vor allem für meine Fitness und meine Energie. Sport hilft mir immer, klar zu denken. Danach fühle ich mich gut. Mir geht es ähnlich. Nach der Arbeit bin ich oft gestresst. Dann tut Bewegung sehr gut. Heute starte ich ruhig. Vielleicht laufe ich 10 Minuten. Mach das. Und wenn du möchtest, kann ich dir später das Beinpressgerät zeigen. Es ist leicht zu bedienen. Man muss nur die richtige Sitzhöhe einstellen. Sehr gerne. Dann treffen wir uns vielleicht später bei den Geräten. Ich freue mich schon auf das Training. Gut, dann sehen wir uns gleich drinnen. Viel Spaß beim Aufwärmen. Und trink genug Wasser, das ist wichtig. Danke, du auch. Wir sehen uns gleich. Hallo, wir treffen uns wieder. Das ist ja lustig. Ich suche gerade meinen Spind. Ich habe heute einen neuen bekommen und ich finde ihn nicht sofort. Hallo. Ja, das passiert vielen am Anfang. Die Nummern sind ein bisschen verwirrend. Schau mal, dein Spind müsste in der 2. Reihe links sein. Da stehen die höheren Nummern. Ah, danke. Jetzt sehe ich ihn. Ich möchte schnell meine Sporthose wechseln. Ich möchte auch meine Wasserflasche auffüllen. Ich habe heute großen Durst. Das ist gut. Viel trinken ist beim Training sehr wichtig. Ich fülle meine Flasche auch gleich auf. Danach mache ich ein paar Minuten Dehnübungen. Das hilft meinem Rücken. Ich sollte auch mehr dehnen. Mein Rücken tut manchmal weh. Ich arbeite viel am Computer. Vielleicht hast du einen Tipp, wie man das verbessern kann. Ja, natürlich. Ein paar einfache Dehnübungen helfen sehr. Ich kann dir gleich 2 zeigen. Sie sind ganz leicht und dauern nur wenige Sekunden. So wirst du beweglicher. Das wäre super. Ich möchte gesünder werden. Ich merke, dass Sport mir gut tut. Ich bin zwar Anfänger, aber ich bleibe dran. Das ist die richtige Einstellung. Viele hören nach ein paar Tagen auf. Aber du bist motiviert. Mach einfach kleine Schritte. Das ist besser als zu viel auf einmal. Du hast recht. Heute mache ich nur ein leichtes Programm. Ich brauche Zeit, um mich zu gewöhnen. Aber ich freue mich schon auf das Training. Sehr gut. Wenn du willst, kannst du später eine kleine Runde im Stretching-Raum mit mir machen. Das ist ruhig und angenehm. Dort kann ich dir auch deine Haltung zeigen. Das klingt toll. Ich mache gerne mit. Jetzt ziehe ich mich schnell um. Dann bin ich bereit. Gut, ich auch. Wir treffen uns gleich beim Ausgang der Umkleide. Hallo, da bist du ja wieder. Ich wollte gerade mit dem Aufwärmen anfangen. Ich gehe zuerst ein paar Minuten schnell. Danach laufe ich ein kleines Stück. Sehr gut, das ist eine gute Methode. Viele starten zu schnell, aber der Körper braucht Zeit, um warm zu werden. Ich mache auch erst langsames Gehen und dann leichtes Joggen. Ich bin mir manchmal unsicher, wie schnell ich laufen soll. Ich möchte nicht zu viel machen, aber ich möchte auch etwas ins Schwitzen kommen. Das ist normal. Viele Anfänger fühlen sich so. Du kannst mit einer niedrigen Geschwindigkeit starten. Dann erhöhst du sie langsam. Wenn du gut atmen kannst und dich noch unterhalten kannst, ist das Tempo richtig. Das klingt logisch. Ich fühle mich heute ganz gut. Vielleicht laufe ich 5 Minuten leicht. Dann mache ich eine kleine Pause. Ich will meinen Puls nicht so hoch bringen. Genau so solltest du es machen. Dein Puls darf etwas steigen, aber nicht zu stark. Wenn du Schmerzen hast oder zu schnell atmest, musst du sofort langsamer werden. Danke für den Tipp. Ich habe auch gemerkt, dass meine Schuhe wichtig sind. Mit meinen alten Schuhen tat mir der Fuß weh. Jetzt habe ich bessere. Ja, gute Sportschuhe sind sehr wichtig. Sie schützen die Gelenke und machen das Training angenehmer. Deine Schuhe sehen gut aus. Sie passen bestimmt gut zu deinem Training. Danke. Ich möchte heute auch ein bisschen die Arme trainieren. Aber erst mal warm werden. Ich fange jetzt an zu laufen. Sehr gut. Ich laufe auf dem Laufband neben dir. Wenn du Fragen hast, kannst du mich jederzeit ansprechen. Wir machen das zusammen. Das gefällt mir. Zusammen trainiert es sich viel leichter. Ich fühle mich dann nicht so unsicher. Genau. Und Schritt für Schritt wirst du stärker und sicherer. Jetzt lass uns loslaufen. Hallo, ich möchte jetzt mit dem Krafttraining anfangen. Ich weiß aber nicht genau, wie ich dieses Gerät richtig benutze.
Es sieht etwas kompliziert aus. Kein Problem, ich helfe dir gerne. Das ist ein Gerät für den Rücken. Es ist einfach, wenn man die richtige Einstellung findet. Zuerst musst du die Sitzhöhe anpassen. Ich zeig dir das kurz. Danke, ich möchte meinen Rücken stärken. Ich habe oft Verspannungen. Vielleicht hilft dieses Training. Ja, das hilft sehr gut. Du musst nur darauf achten, langsam zu trainieren. Schnelle Bewegungen sind nicht gut. Und du brauchst nicht viel Gewicht. Leichtes Gewicht ist am Anfang besser. Verstehe. Ich dachte, mehr Gewicht ist besser. Aber ich möchte mich nicht verletzen. Ich fange lieber klein an. Das ist richtig. Viele Anfänger wollen zu schnell, zu viel. Aber dein Körper muss sich erst daran gewöhnen. Ich stelle dir hier ein leichtes Gewicht ein. Probier's bitte einmal aus. Okay, ich versuche es. Ja, das fühlt sich gut an. Es ist nicht zu schwer. Ich kann die Bewegung kontrollieren. Sehr gut. Und atme ruhig weiter. Viele vergessen zu atmen. Langsam hochziehen, langsam zurück. So trainierst du die Muskeln richtig. Ich merke meinen Rücken schon ein bisschen. Es ist angenehm, nicht anstrengend, aber ich spüre die Bewegung. Genau so soll's sein. Mach etwa 10 Wiederholungen, danach eine kleine Pause. Dann kannst du ein zweites Set machen. Das mache ich. Ich finde es gut, dass du mir das zeigst. Alleine hätte ich das nicht so verstanden. Gern geschehen. Wenn du gleich möchtest, kann ich dir noch das Beinpressgerät zeigen. Das ist auch sehr einfach. Ja, sehr gerne. Ich möchte heute ein bisschen den ganzen Körper trainieren. Perfekt, dann machen wir danach weiter. Hallo, entschuldige bitte. Ich bin zum ersten Mal im Freihantelbereich. Ich bin etwas unsicher. Ich weiß nicht genau, wie ich diese Hanteln richtig benutze. Kein Problem, das geht vielen so. Der Freihantelbereich wirkt am Anfang etwas voll und laut. Aber die Übungen sind einfach, wenn man sie langsam macht. Was möchtest du trainieren? Ich möchte meine Arme stärken. Ich dachte an leichte Hanteln, aber ich bin mir nicht sicher, ob ich sie richtig halte. Ich möchte nichts falsch machen. Das ist gut, dass du fragst. Viele heben die Hanteln zu schnell. Das ist nicht gut für die Gelenke. Such dir 2 leichte Hanteln aus. Diese hier sind perfekt für Anfänger. Danke, die liegen gut in der Hand. Was soll ich als erstes machen? Stell deine Füße schulterbreit hin. Dann hebst du die Hanteln langsam nach oben und wieder nach unten. Nicht schwingen, nur ruhig bewegen. Atme dabei gleichmäßig weiter. Okay, ich probier's mal. Das fühlt sich gar nicht so schwer an. Aber ich merke die Muskeln trotzdem. Genau so soll's sein. Du brauchst keine schweren Gewichte. Die Kontrolle ist viel wichtiger. Und du kannst später langsam steigern. Ich fühle mich schon sicherer. Aber ich habe etwas Angst, dass ich beobachtet werde. Hier trainieren viele Menschen, die so erfahren aussehen. Das denken viele, aber glaub mir, niemand achtet wirklich auf andere. Alle konzentrieren sich auf ihr eigenes Training. Du machst es gut. Du wirkst konzentriert und ruhig. Danke, das motiviert mich wirklich. Vielleicht mache ich gleich ein zweites Set. Danach brauche ich aber eine kleine Pause. Mach das. Und wenn du möchtest, kann ich dir später noch eine Übung für den Oberkörper zeigen. Die ist auch ganz einfach. Sehr gern, danke dir. Das hat mir sehr geholfen. Hallo, ich hoffe, ich störe nicht. Ich habe gesehen, dass hier ein kleiner Stretching-Kurs beginnt. Ich bin Anfänger, darf ich einfach mitmachen? Natürlich, herzlich willkommen. Der Kurs ist sehr leicht. Wir machen nur einfache Bewegungen. Jeder kann mitmachen, auch ohne Erfahrung. Möchtest du eine Matte? Ja, bitte. Ich habe keine eigene dabei. Ich möchte meinen Rücken und meine Beine etwas dehnen. Ich fühle mich oft steif. Das kenne ich gut. Viele Menschen sitzen zu viel. Regelmäßiges Dehnen hilft sehr. Leg die Matte einfach hier hin. Wir starten gleich mit einer leichten Übung. Alles klar. Ich hoffe, ich bekomme es hin. Ich bin nicht sehr beweglich, aber ich gebe mein Bestes. Das ist perfekt. Im Stretching geht es nicht um Leistung. Es geht darum, den Körper langsam zu öffnen. Du musst nichts schnell machen. Wir atmen ruhig ein und aus. Das klingt angenehm. Ich merke schon, dass die Atmosphäre hier sehr ruhig ist. Es gefällt mir besser als der Freihantelbereich. Das geht vielen so. Der Stretching-Raum ist wie eine kleine Pause. Und wenn du regelmäßig kommst, wirst du merken, dass du immer beweglicher wirst. Heute machen wir vor allem Übungen für Rücken und Schultern. Sehr gut, das brauche ich. Ich habe manchmal Verspannungen. Welche Übung machen wir zuerst? Wir setzen uns gerade hin und legen die Hände locker auf die Knie. Dann drehen wir langsam den Oberkörper nach rechts und nach links. Ganz ruhig, ohne Druck. Oh, das fühlt sich gut an. Es ist nur eine kleine Bewegung, aber ich merke sofort eine Entspannung. Genau, das ist die Wirkung. Bleib einfach ruhig. Später zeige ich dir noch eine leichte Dehnung für dein Bein. Die ist besonders gut für Anfänger. Danke, das freut mich. Ich glaube, dieser Kurs ist genau das Richtige für mich.
Hallo, das ist ja eine Überraschung. Wir haben uns eben noch im Fitnessstudio gesehen und jetzt laufen wir beide im Park. Ich möchte heute ein kleines Outdoor-Training machen. Das ist lustig. Ich mache auch gerne Sport draußen. Die frische Luft tut mir gut. Ich jogge heute nur langsam. Ich möchte meinen Kreislauf ein bisschen aktivieren. Das passt gut. Ich bin noch Anfänger beim Joggen. Ich laufe lieber langsam und ruhig. Wenn ich zu schnell starte, bin ich sofort müde. Das kenne ich. Viele Anfänger laufen zu schnell. Aber langsames Joggen ist perfekt, besonders am Anfang. Möchtest du ein Stück mit mir laufen? Sehr gerne. Zu zweit macht es mehr Spaß. Und ich fühle mich dann sicherer. Ich mag es, wenn jemand neben mir läuft. Dann finde ich ein gutes Tempo. Genau. Und schau mal, der Weg hier ist weich. Das ist gut für die Gelenke. Wir können gleich noch eine kleine Übung machen. Ein paar leichte Kniehebelläufe oder ein paar Schritte rückwärts. Rückwärts laufen? Das klingt interessant. Ich habe das noch nie probiert. Aber ich bin offen für neue Übungen. Es ist ganz leicht. Du musst nur kleine Schritte machen. Es hilft der Koordination und stärkt die Beinmuskeln. Aber wir machen es nur wenige Sekunden. Das klingt gut. Ich möchte auch meinen Rücken stärken. Vielleicht kann ich später ein paar Dehnübungen machen. Der Park ist ideal dafür. Ja, wir können uns später auf die Wiese stellen und eine kurze Dehneinheit machen. Das passt gut zum Outdoor-Training. Perfekt. Ich merke, dass die frische Luft mir wirklich gut tut. Ich fühle mich freier als im Studio. Das geht mir auch so. Eine Mischung aus drinnen und draußen ist ideal. So bleibt das Training abwechslungsreich. Danke, dass ich mit dir laufen darf. Das motiviert mich sehr. Gern. Lass uns noch ein paar Minuten weiterlaufen. Das war ein guter Lauf. Ich brauche jetzt eine kurze Pause. Meine Beine fühlen sich etwas schwer an. Ich setze mich kurz auf diese Bank. Gute Idee. Ich setze mich auch. Frische Luft und ein bisschen Ruhe tun immer gut. Trinkst du genug Wasser? Beim Sport vergisst man das oft. Ja, ich habe meine Flasche dabei. Ich trinke jetzt ein paar Schlucke. Ich merke, dass ich draußen schneller durstig werde als im Fitnessstudio. Das geht vielen so. Draußen ist man oft länger unterwegs und die Luft ist trockener. Ich trinke auch etwas. Danach fühle ich mich sofort besser. Ich habe gemerkt, dass Bewegung mir wirklich hilft. Ich arbeite viel am Computer. Nach einem langen Arbeitstag tut mir ein Lauf sehr gut. Ja, Bewegung ist ein guter Ausgleich. Und es muss nicht immer hartes Training sein. Schon ein kurzer Lauf oder ein Spaziergang hilft dem Körper. Stimmt. Ich möchte meine Ernährung auch verbessern. Ich esse oft schnell und ungesund. Vielleicht sollte ich mehr Obst und Gemüse essen. Das ist eine gute Idee. Kleine Schritte reichen schon. Trinken, frische Lebensmittel, ein bisschen Sport. So fühlt man sich schnell besser. Du bist auf einem guten Weg. Danke. Es ist motivierend, wenn jemand das sagt. Manchmal brauche ich ein bisschen Unterstützung. Das brauchen viele. Niemand muss alles allein machen. Wenn du willst, können wir öfter draußen trainieren. Es macht Spaß und motiviert. Sehr gerne. Ich würde mich freuen. Nach der Pause könnten wir noch ein paar Dehnübungen machen. Gute Idee. Lass uns noch kurz sitzen. Dann stehen wir auf und machen ein paar leichte Bewegungen. So, das war ein wirklich gutes Training heute. Ich fühle mich müde, aber auch sehr zufrieden. Ich hätte nicht gedacht, dass ich so lange durchhalte. Du hast das super gemacht. Du bist ruhig gestartet und hast dich gut gesteigert. So soll es sein. Besonders draußen im Park hast du ein gutes Tempo gefunden. Danke, das motiviert mich. Ohne dich hätte ich vielleicht früher aufgehört. Es hilft mir sehr, wenn jemand neben mir trainiert. Das geht vielen so. Zu zweit macht Sport mehr Spaß. Und man bleibt leichter dran. Willst du nächste Woche wieder trainieren? Ja, sehr gerne. Ich möchte regelmäßiger Sport machen. Vielleicht 2-mal pro Woche. Einmal im Studio und einmal draußen. Das klingt nach einer guten Mischung. Das finde ich perfekt. Dann können wir nächste Woche einen Plan machen. Ein bisschen Krafttraining, ein bisschen Laufen und etwas Dehnen. Genau das brauche ich. Ich möchte stärker werden, aber auch beweglicher. Heute habe ich gemerkt, wie wichtig Dehnen ist. Ja, und du machst Fortschritte. Schritt für Schritt. Dein Körper braucht Zeit, aber du bist auf einem guten Weg. Danke. Und danke auch für deine Geduld. Du erklärst alles sehr einfach. Das hilft mir als Anfänger sehr. Das mache ich gern. Es macht mir Freude, mit dir zu trainieren. Du bist motiviert und bleibst positiv. Das ist selten. Das freut mich sehr zu hören. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Woche, gleiche Zeit? Ja, das passt. Und vergiss nicht, heute viel Wasser zu trinken und dich etwas auszuruhen. Mach ich. Danke für alles. Bis nächste Woche. Bis nächste Woche. Erhol dich gut.